Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, August 1943. Die Flankenverteidigung ist momentan das, was uns hier noch am Leben hält oder davor bewahrt, abgeschnitten zu werden. Der Iwan scheint überall zu sein, und wenn man einen Einbruchsraum abgeriegelt hat, kommt gleich wieder ein neuer Bereich, den es zu verteidigen gibt. Wir standen nun Tage im Gefecht. Heidi hat gut eingesteckt, aber uns auch vor Schlimmerem bewahrt. Munition wurde spärlich nachversorgt, aber wir sind alle mit den Kräften am Ende. Der Zugführer hat ein Einsehen und entlässt uns endlich in den rückwärtigen Bereich. Wir haben gut mitgehalten und immer unser Ziel erreicht. Panzerabschüsse waren trotzdem nicht zu verzeichnen. Also die Kanone trifft, aber es geht mit dem Teufel zu und immer fehlt ein Millimeter für einen Volltreffer. Ein paar Pack und LKW haben wir erwischt, aber nur ein BT-7 lahmgeschossen und 2 T-34 getroffen, aber nicht zerstört. Nun gut, zurück zur Werkstatt und in die Quartiere. Wir sind weiter ins Hinterland gezogen und haben andere Unterkünfte übernommen. Scheinbar stabilisiert sich die Front hier und wir hoffen, dass es auch so bleiben mag. Ich bin todmüde. Die letzten Tage waren wirklich anstrengend. Immer wieder Beschuss durch Mörser, Stalin-Orgeln oder Artillerie. Dann wieder Flieger. Ab zum nächsten Einbruchsraum. Die Infanterie ruft um Hilfe, schnell dahin. Es war nicht so leicht, aber wir haben unser Bestes getan. Unser Kommandant ist immer noch leicht verletzt, hat noch immer die Splitter in der Schulter. Auch nicht schlimm, aber schmerzhaft. Ich unterhalte mich noch mit den Männern der Instandsetzung und auch hier kann man sehen, dass die kaum zur Ruhe kommen. Andauernd kommen Schadpanzer rein oder die müssen vor- und liegen gebliebene Fahrzeuge abschleppen. Auch das kostet Leben. Gute Männer sind bei solchen Bergungen auch schon schwer getroffen worden. Gerade wenn die Panzer noch nicht komplett gesichert sind, kann so ein Russentrupp schnell mal einen Ausfall machen und die Männer kalt erwischen. Ich kümmere mich um die Quartiere und versuche es so gemütlich wie möglich zu machen. Zeit für ein paar Zeilen nach Hause und möglicherweise kann ich auch mal wieder ein paar Zeichnungen machen. Nach einer ruhigen Nacht und mit neuen Kräften geht es in den nächsten Tag. Schon flattert ein Auftrag rein und wir sollen mit 2 Mann unterstützen. Wir sollen mit den Aufklärern mitfahren und uns einen Bereich anschauen, in dem die Abteilung einen groß angelegten Entlastungsangriff plant. Die Flieger konnten zwar Informationen liefern, aber Bodenbeschaffenheit und Deckungsmöglichkeiten sind aus der Luft nicht zu erkennen. Also, wir mit dabei, in einem Kübel mit 2 Spähwagen geht es durch die russische Landschaft. Immer noch staubig und warm, aber das kann sich ja auch bald ändern. Wir passieren die Sicherung. Es wird noch kurz über die Feindbewegung gesprochen, aber hier scheint alles ruhig zu sein. Dann geht es in schneidiger Fahrt ins Niemandsland. Nach 3 Kilometern halten wir und schauen uns das Gelände an. Viele Bodensenken, einige kleine Gräben, die aber zu überwinden sind. Ein Höhenzug voraus, der aber auch mit Pack gespickt sein könnte. Kein Sumpf oder Morast hier, alles soweit in Ordnung. Unser Fahrer macht sich ein paar Notizen und der PSW fährt noch in die Richtung des Höhenkammes, circa 3 Kilometer entfernt, um auch dort nochmal zu sondieren. Wir schauen hinterher und dann verschwindet er in der Vegetation. Wir bleiben zurück und warten ab. Wir sind wachsam, denn das hier alles ist Russenland. Für mich sind die Aufklärer zu weit vorgestoßen, aber gut, das ist nicht in meiner Verantwortung. Der Herr Oberfeld dort wird schon wissen, was er macht. Dann, als hätte ich es geahnt, kommt über Funk Feindkontakt voraus, Fahrzeug getroffen und bewegungsunfähig. Wir springen auf und machen uns auf den Weg. Wir hören den Feuerkampf, aber keine schweren Waffen im Gefechtslärm. Das ist merkwürdig. Aber nun versuchen wir schnell, den Weg zu überbrücken, um den Kameraden zu helfen. Wir müssen uns schon etwas zurückhalten, denn der Kübel hat nur Blech, da geht alles durch. In der Staubwolke vom Achtrad versuchen wir dran zu bleiben. Auf dem Höhenzug angekommen, sehen wir auch schnell unsere Kameraden. Der Wagen liegt auf der Seite, Reifen zerschossen und scheinbar dann verunglückt. So konnte die Hauptwaffe nicht eingesetzt werden. Wir kommen bis zu den Kameraden und halten uns etwas weiter hinter dem Fahrzeug.
Wir springen raus und flitzen rüber. 2 Verletzte und der Oberfeldwebel ist noch dabei, den Russentrupp in Deckung zu zwingen. Wohl auch eine Aufklärungseinheit ohne schwere Waffen. Nun steigt die 2 Zentimeter des zweiten Wagens mit ein. Den Angreifern wird schnell klar, dass die hier nicht weiterkommen. Aber wenn wir hier zu lange bleiben, schickt der Russe sicher Unterstützung und macht uns dann die Hölle heiß. Wir haben die Verletzten versorgt, ein gebrochenes Bein und eine Schusswunde im Oberkörper, aber nichts Tödliches. Wir laden die Verletzten in den Kübel. Der Oberfeldwebel des verunglückten Fahrzeugs gibt Anweisung, den Schadwagen wieder auf die Räder zu stellen. Schnell wie der Wind werden Stahlseile verspannt. Mit einem starken Ruck kommt der Wagen wieder auf die Räder. Motor wird gestartet, der läuft noch. Ersatzrad wird herangeschafft und ehe man sich versieht, ist das Fahrzeug aufgebockt und das Rad wird gewechselt. Junge, die sind aber fix. Schon steht der Wagen wieder auf den Rädern. Ich werde an die 2 Zentimeter gesetzt, da der Kamerad aus dem Spähfahrzeug verletzt ist. Und schon geht es wieder los. Keinen Moment zu spät, denn wir hören schon Motoren brummen. Die Russen haben Flieger geschickt und wollen uns nun zur Sau machen. Die kommen tief runter und ich schicke gleich ein paar Grüße in die Richtung. Zwar nichts getroffen, aber nun wissen die, dass wir auch in der Lage sind, uns zu wehren. Wir machen uns auf den Weg und hoffen, dass diese Stechmücken uns jetzt in Ruhe lassen. Wieder fliegen die Burschen an. Ich versuche Sperrfeuer zu schießen und so verhindere ich, dass die uns von hinten anfliegen können. Die Maschinen drehen ab und wir kommen ohne weiteren Kratzer davon. Später können wir durch die eigenen Linien schlüpfen und auch etwas Fahrt herausnehmen. Ich bin voller Staub und habe das Gefühl, mein Mund ist so trocken wie die Wüste. Zurück bei den Quartieren geben wir die Verwundeten ab und besprechen den Einsatz mit dem Oberleutnant der Aufklärer. Die Erkenntnisse sind wichtig für unsere Panzerleute und wir geben es weiter, um bei der Planung zu unterstützen. Wir werden noch mit zu den Aufklärern genommen und bekommen am Abend etwas von dem zugelaufenen Schwein ab. Später ist dann auch der Tag rum und ich mache mich auf zu den Quartieren. Schnell noch beim Kommandanten zurückmelden, der scheint noch wach zu sein. Er ist nicht in seinem Quartier und ich kriege raus, dass die Splitter, die er abbekommen hat, doch irgendwie schlimmer waren, als es aussah. Also nochmal zum Lazarett und schauen, wie es steht. Die Sannis wollen mich jetzt nicht mehr zu ihm lassen, aber ich bestehe darauf. Ich komme zu ihm. Er ist schweißgebadet und sieht gar nicht gut aus. Trotz allem begrüßt er mich und ich soll gleich erzählen, wie es war. Er hört zu, stellt keine Fragen und nickt nur leicht, hier und da auch ein Lächeln. Dann kommt noch ein guter Mann und ich sollte mein Fell nicht immer so leicht zu Markte tragen. Ich frage, wie es bei ihm steht und er meint nur, das wäre irgendeine Entzündung oder ähnliches. Scheinbar ist er wohl die nächsten Tage ans Bett gefesselt und kann nicht eingesetzt werden. Na, schöner Mist. Ich denke, in 2 Tagen geht es wieder los und wir kommen sicher wieder einen Ersatzkommandanten. Ich versichere ihm, mich um alles soweit zu kümmern und weiterhin Bericht zu erstatten, wie es steht. Am nächsten Tage hole ich die Besatzung zusammen und erkläre, was los ist. Die Kameraden sind nicht begeistert und ich merke, dass die Männer keine Lust auf irgendwelche Frischlinge haben, die den Panzer wegen Geltungsdrang in den Untergang steuern. Morgen ist Einsatzbesprechung und einer der Langrohrkommandanten gibt mir Bescheid, ich solle auch dazukommen. Na, da schau her. Lagebesprechung hatte ich lange nicht mehr. Sicher wollen die meine Meinung nochmal zur Aufklärung haben. Ich studiere die alten Karten, die wir noch haben und warte ab, was passiert. Die Lagebesprechung ist früh um 7 Uhr. Der Rest an Zugführern und Kommandanten meiner Kompanie ist versammelt und warten auf den Kompaniechef. Er betritt den Raum und alles verstummt. Er sagt nichts. Die Stille ist schier unerträglich. Dann kommt nur ein: Der Sack ist bald zu, meine Herren. Gespannt lauschen wir dann den Ausführungen des Chefs zum nächsten Angriffsschwerpunkt. Ich halte mich weiter hinten und bleibe unsichtbar. Ich will nicht auffallen. Dann höre ich plötzlich meinen Namen und soll zum Kartentisch kommen. Wieder Totenstille. Der Chef will noch was zum Gelände wissen und das aus dem Mund eines Panzermannes. Ich erkläre die Begebenheiten so gut es geht
und meine Ausführungen scheinen der Planung zu helfen. Angriffssektoren werden verteilt, Zeitpläne besprochen und hier soll es jetzt mal wieder nach vorne gehen. Quasi treiben wir einen Keil in eine Panzerzange der Russen. Da einkesseln und vernichten, wenn denn unsere Kräfte ausreichen. So wie 1942. Da hat es auch immer funktioniert. Na dann, die Besprechung ist beendet. Mein Zugführer hält mich an und meint, ich soll noch warten. Der Raum leert sich und der Hauptmann kommt auf mich zu. Er redet ja nie sehr viel, aber sein durchdringender Blick scheint einem bis in die Seele zu schauen. Dann bekomme ich kurz und knapp gesagt, dass ich den Panzer als Kommandant für den Angriff übernehmen soll. Er hat eben keine erfahrenen Leute mehr und die Verwundeten kann er nicht einsetzen. Keinen Blödsinn machen und daran denken, immer die Klappe halten. Mit den Worten schmeißt er mich aus dem Lagerzimmer und ich stiefel los, um meine Besatzung zu informieren. Einen Richtschützen bekommen wir noch, Obergefreiter Pfeiler, auch ein guter Mann. Den schnappe ich mir gleich und wir sprechen uns ab. Der weiß auch, wie es geht und ich denke, für den Einsatz wird das schon klappen. Wir bereiten uns vor wie immer, doch etwas nervös setze ich mich schon mal auf den Kommandantensitz. Ich prüfe die Sichtblöcke und versuche noch zu verinnerlichen, an was ich alles denken muss. Jetzt hängt es wirklich an mir und die Männer erwarten die richtige Entscheidung in jeder Lage. Wir sind gut vorbereitet und ich glaube, wir werden das schon schaffen. Wir gehen nochmal alles durch und dann verabrede ich mich mit den Männern am nächsten Morgen um 4 Uhr am Panzer. Die Nacht war unruhig und ich werde schon früh wach. Schon zeitig mache ich mich auf den Weg und noch im Halbdunkeln bin ich am Panzer. Geschäftiges Treiben überall. Meine Männer sind da, wir besprechen noch dies und das, ein paar Witze werden gemacht. Das lockert die Anspannung und hilft, sich auf das Kommende vorzubereiten. Ein paar andere Kommandanten kommen noch vorbei und wünschen mir Glück. Auch das hilft. Die vertrauen mir und wissen, wen sie als Rückendeckung haben. Die Motoren werden angeworfen und 20 Minuten später gebe ich den Befehl zum Anfahren.